Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Hülsmann, ich arbeite bei der T-Systems und ich möchte euch in ein paar Videos ein bisschen was zu Innovation, künstlicher Intelligenz und Cloud erzählen. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge der AI Talks. Heute habe ich den Christian mitgebracht und ja, der Christian stellt sich, das Unternehmen, das Produkt vielleicht mal selber kurz vor. Ja, hi. Ja, mein Name ist Christian Hirt. Ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer von The Chainless. The Chainless ist ein europäisches KI-Startup, das sich seit 2016 mit der tiefen inhaltlichen Bildanalyse spezialisiert hat. Und darauf haben wir ein ganzes Produkt aufgebaut. DeepVA ist eine ganze KI-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, große Datenmengen zu analysieren, also Insights zu gewinnen aus Bild, Video und auch Livestreams, aber andererseits auch eigene KI aufzubauen, relativ einfach, planbar, kosteneffizient und ohne den Aufwand von Data Scientisten und Machine Learning Experts. Wunderbar. Ähm, Du bist quasi jetzt in einer sehr vorteilhaften Position, also nicht nur sehr gut ins Bild gesetzt, was zu eurem Thema passt, sondern in vielen anderen AI-Themen ist es ja so, dass es sehr große Zweifel eigentlich noch gibt zur Reife und ob das wirtschaftlichen Sinn macht. Ihr seid ja eigentlich in einem Segment unterwegs, wo jeder sagen kann, der ein Handy heute hat, also das Erkennen der Familie im Sinne von Bild- und Personenerkennung, hat jeder schon Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, das glaubt einem auch jeder. Also wenn ihr so im Markt unterwegs seid, hört ihr die Sprüche noch, dass es also dass es zu früh ist für AI oder dass das Thema noch zu unreif ist, oder seid ihr quasi über die Schwelle schon hinweg? Ganz anfänglich war das mal so, ja, da hast du recht. Da hieß es ganz oft, ja, das funktioniert auch auf meinem Handy genauso, die Bilderkennung und Gesichtserkennung. Ja, also das war schon anfänglich so, hat sich aber stark, stark gewandelt. Also heute sind die Unternehmen wirklich schon auch mit den Themen konfrontiert worden. Auf jeden Fall wissen sie über den großen Need einer solchen Technologie. Also diese Technologie kann natürlich viele Prozesse automatisieren, optimieren. Von daher haben sich gerade zum Beispiel Digitalisierungsbeauftragte, Innovationsbeauftragte mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Also wir stehen eigentlich schon an einer ganz guten Position, um uns hier nicht mehr davon von ganz am Anfang erklären zu müssen. Das ist, also wie gesagt, da seid ihr ganz offenbar schon ein bisschen in der Pull-Position gegenüber einigen anderen AI-Themen, was natürlich super ist. Jetzt hast du im Intro schon ein paar Themen gestriffen, wo ihr unterwegs seid. Ich würde jetzt gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, welche Probleme könnt ihr denn für die Kunden alle lösen? Und das prominenteste Thema auf eurer Homepage ist heute noch Medien. Wir kommen gleich bestimmt noch zu ein paar anderen Themen, aber vielleicht möchtest du mal kurz schildern, was ihr so im Medienkontext alles mit Deep VA macht. Ja, also hast schon richtig erkannt. Wir sind wirklich als Filmemacher natürlich, Dozenten auch, die aus dem Filmbereich kommen, AI-Experten, natürlich auch ganz klar in diesem Bereich gestartet. Das heißt Medien, Broadcaster, Agenturen, Werbeagenturen. All das war natürlich unser Vertical ganz am Anfang, hat sich natürlich jetzt auch weiter ausgebaut. Aktuell arbeiten wir eben mit vielen Rundfunkanstalten zusammen, also ja, fast 11 an der Zahl, also 11 große Rundfunkanstalten testen und nutzen uns auch. Und hier helfen wir den Unternehmen, diese große Datenmenge aus unstrukturierten Daten in strukturierte Daten zu formen. Das heißt also wirklich herauszufinden, welche Person kommt drin vor, welche Szenen, Objekte, aber auch technische, wo kommen Schnitte vor, welche Einstellungsgrößen zum Beispiel sind vorhanden. Wir können aber auch zum Beispiel für die Städte prägnante Gebäude erkennen oder wichtige Persönlichkeiten, solche Dinge. Ich hatte es vorhin auch schon ganz kurz erwähnt in unserem Vorgespräch, dass wir natürlich auch Streaming-Anbieter mit abgreifen sozusagen, also auch gerade was wir jetzt hier als Videokonferenz umsetzen. Hier sind natürlich auch viele Use Cases. Ja,
zu realisieren. Und dann natürlich geht es auch in die Industrie. Das heißt, gerade fürs autonome Fahren wollen wir natürlich auch die Unternehmen dabei unterstützen, diese riesige Datenmenge, die jetzt zum Beispiel für den Aufbau von KI-Modellen sozusagen entsteht, ganz am Anfang durch Testfahrzeuge. Also wenn du dir überlegst, dass 24 Stunden am Tag Material produziert wird und hier musst du sozusagen als Data Scientist erstmal herausfinden, welche Bereiche in diesem ganzen Material sind denn wichtig für uns, um KI aufzubauen. Und hier kommen zum Beispiel Algorithmen von uns auch zum Einsatz, um Dinge schon vorzusortieren und dann auch die manuelle Arbeit zu erleichtern. Also grundsätzlich eine Technologie, die den Nutzer unterstützt, aus unstrukturierten Daten strukturierte Daten zu formen, hier verschiedene Merkmale herauszuziehen, also diese Insights natürlich dann auch weiter nutzbar zu machen und damit ganz, ganz viele Use Cases realisierbar macht. Wunderbar. Also das Beispiel mit dem autonomen Fahren, das war ja, glaube ich, heute ein gutes. Also wir drehen dieses Video jetzt am 30.07. Ich glaube, am 28.07. hat Continental gerade announced, dass sie ihr eigenes High-Performance-Computing Center eröffnen, weil sie einfach mit der puren Datenmenge irgendwie umgehen müssen, um genau solche Cases im autonomen Fahren halt auch überhaupt antrainieren zu können. Also ich glaube, zu der Technik, da werden wir gleich nochmal einen kurzen Ausritt haben. Ich verstehe die Cases im Medienumfeld. Ich kann mich noch an Diskussionen im Hause eines großen deutschen Medienhauses erinnern, wie man mit den unendlichen Archivmengen umgeht, und dass da wahrhaftig noch Menschen gesessen haben, die haben sich Filme auf doppelter Geschwindigkeit angeguckt und mitgetippt, wo denn welcher Schauspieler zu sehen ist, in welchem Kontext. Ne? Das natürlich, da verändert sich die Lage komplett, klar. Jetzt hast du eben schon erwähnt, zum Beispiel im touristischen Bereich. Wir reisen alle gerade weniger, aber ich kann mir halt gerade vorstellen, dass wenn nächstes Jahr das Reisen wieder einsetzt, auch mit der Weiterentwicklung bei mobilen Endgeräten, dass die Erfahrung, also mit meinem Handy einfach mal durch die Gegend zu zoomen, worauf gucke ich denn jetzt oder wo ist das Objekt, wo sind die komischen Brunnen in Rom, die ich dringend besucht haben muss, wenn ich sie selber gerade nicht erkenne. Das wird sich vermutlich völlig verändern in der Zukunft, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist uns allen bewusst auch, dass natürlich alles digitalisiert wird. Natürlich auch vor allem der Tourismusbereich. Und hier möchte man natürlich über eine App vielleicht auch den Touristen die Möglichkeit geben, ein ganz neues Nutzererlebnis zu erfahren. Und hier sind wir zum Beispiel auch im Einsatz, gerade für Städte zum Beispiel, um hier prägnante Gebäude, Plätze zu erkennen. Und da kann man zum Beispiel hat zum Beispiel eine App von der Stadt und möchte diese Technologie integrieren und kann dann zu den Gebäuden oder Plätzen dann noch weitere Informationen ausspielen in der Sprache, die dann auch benötigt wird. Und ja, das ist ein ganz neues Nutzererlebnis, ohne sozusagen die Karte aufzutun oder den Guide rauszuholen. Genau, kannst du da einfach viele interessante Aspekte erfahren. Ja, also ich selber bin ja, ich reise tendenziell viel privat und fand das dann irgendwann lustig, als ich das erste Mal in Australien völlig ohne Karte, also die Karten lagen hinten im Kofferraum. Und selbst in Australien gibt es auch Bereiche, da hast du keinen Mobilfunkempfang mehr, da hast du sogar keinen Radioempfang mehr. Und wie auch immer, dein Google Maps hat genug gepuffert, es läuft immer noch. Also diese Erfahrungen damit, die verändern sich ja in der Tat total. Ich gebe da als interessanten Punkt noch ein Learning aus dem begehbaren Film, der seinerzeit in Potsdam gelauncht wurde, das Studio dafür mit. Ne? Das Heinrich-Hertz-Institut hat bei dem Immersive-Tests irgendwann beschlossen, sie haben einen Boxring aufgebaut. Weil das wird noch das praktische Problem sein, wenn die Menschen nur noch auf die Geräte gucken. Na, wogegen laufen sie dann noch? Da bin ich sehr gespannt auf die Zukunft. Genau. Ganz anderer Bereich, ich durfte jüngst auch zum Thema AI im Bereich Retail ein bisschen reden. Und ich kann mir da so verschiedene Use Cases vorstellen. Also
Ich glaube, Real ist jüngst nach Jahren und obwohl das relativ publik war in ihren Future Stores, gab es Presse dazu, dass sie versuchen halt Konsumentenbewegungen zu erfassen und sowas. Ich denke, dass aus meiner Sicht das in der Zukunft üblich sein wird, also die Besucherströme innerhalb des Ladens zu erfassen, wer sich zu welchem Artikel bewegt. Vermutlich könnt ihr auch Emotionen analysieren, also macht mich das Produkt jetzt sehr glücklich oder Banalitäten, wie ist die Sortierreihenfolge in dem Regal wirklich super? Sind das für euch auch Themen? Definitiv. Also wie gesagt, überall da, wo eigentlich visuelle Daten ankommen und wo man mehr Informationen benötigt. Du hast jetzt zum Beispiel die Besucherströme, die Erkennung von Besucherströmen angesprochen. Super spannendes Thema. Also wir haben zum Beispiel auch natürlich auch Gesichtserkennungen im Einsatz, aber auch Gesichtserkennungen, die auch damit arbeiten können, wenn ein Gesicht zum Beispiel entpersonalisiert ist. Das heißt, dass man die Person an sich nicht mehr sieht, aber weiß, wie die Emotionen der Person vielleicht auch sind oder die Demografie, vielleicht noch das Alter, so, dass man solche Merkmale noch mitnutzen kann. Natürlich ist vieles, was du schon angesprochen hast, also tracken, wo sich die Person bewegt, das ist natürlich heutzutage auch schon, auch ohne KI möglich. Also jedes Wi-Fi-Signal wird dazu genutzt aktuell, um eben diese Ströme zu erkennen, wer es noch nicht wusste. Und, aber genau, du kannst halt auch, du kannst zum Beispiel auch erkennen, wo fehlen zum Beispiel Produkte im Regal, wo muss ich zum Beispiel da nachliefern oder auffüllen, welche Produkte sind defekt oder vielleicht sind auch im Retail ist irgendwas auf dem Boden gelandet, dass ich wegräumen sollte. Solche Dinge natürlich auch, aber auch natürlich viel über den Nutzer halt auch herauszufinden. Also wie glücklich ist er dabei, zu welchem Produkt greift er eher, vielleicht auch, was spricht ihn eher an, kann man ja auch so, also man gibt natürlich dann auch diese emotionalen Faktoren. Man kann aber auch sowas wie bargeldloses Bezahlen zum Beispiel ohne Kassierer auch umsetzen. Das heißt, sowas wie Amazon Go zum Beispiel in ihren Stores auch umsetzt, also erkennen, welches Produkt lege ich in meinen Warenkorb rein und welches stelle ich vielleicht auch wieder zurück. Solche Dinge sind natürlich auch realisierbar. Was ja in der Tat unbeabsichtigt, glaube ich, in der heutigen Zeit auch ein interessantes Merkmal sein kann, weil ich ja nicht nur mit geringem Personaleinsatz ein 24-Stunden-Shopping bieten kann, sondern den Personenkontakt im Sinne von Infektionsverhinderung auch verringern. Ne? Ich brauche einfach weniger Personal. Ich kann sehr wahrscheinlich auch genau sagen, wann dieser Store schlecht besucht ist und ich auffüllen kann und so weiter. Interessante Perspektiven. Ähm, Letzte Frage zu Retail. Wenn ich dir Bananen liefern würde am Wareneingang, kannst du den Job auch erledigen? Also Bananen nach Menge und ob sie wohl verwertbar sind? Ist alles also umsetzbar. Wir haben ja eine Objekt- und Szenenerkennung und wir haben halt auch die Möglichkeit, selbst KI-Modelle aufzubauen, relativ einfach und auch relativ schnell. Und wenn du dann die passenden Daten dazu hast, also die Trainingsdaten, dann kannst du das auch umsetzen. Du kannst sagen, nach Größe zum Beispiel, haben die richtige Größe oder Form, haben sie die richtige Qualität, wie viel an meinen Produkten wird angeliefert zum Beispiel. Das kannst du auch erfassen. Je nachdem halt, wie dein Kamerasystem aufgebaut ist. Aber ja, du kannst zum Beispiel auch Produktionslinien damit überwachen. Also das ist ja das Tolle eigentlich wirklich an Bilderkennung. Also auch mit eines der größten Bereiche der AI ist eben die Image Recognition, die größte. Und deswegen gibt es auch so viele Use Cases dafür, wo einfach die Bilderkennung so einen großen Bedarf auch hat. Wunderbar. Jetzt haben wir, glaube ich, festgestellt, wir können jedes Problem lösen und haben Menschen ausreichend Angst gemacht, was da alles erfasst wird. Kommen wir mal zu der positiven Perspektive. Du hast schon gesagt, also Menschen werden natürlich
ich sage jetzt mal, anonymisiert. Es geht halt darum, statistische Daten zu erheben und nicht die Personen mit der Emotion zu erfassen. Jetzt sind wir ja in Kontakt gekommen über den Tech Boost, wo ihr Mitglied wart, und wir euch gefunden haben. Das heißt, ihr habt auch die Open Telekom Cloud genutzt. Wie relevant ist das Thema Datenschutz für euch und für eure Kunden? Sicherlich nicht in jedem Case. Ne? Also wenn ich alte Filme digitalisiere, da stelle ich mir das nur bedingt spannend vor. Aber wenn ich über so Dinge wie zum Beispiel den Retail nachdenke, ist doch Datenschutz ja wahrscheinlich bei euch ein wichtiges Thema, oder? Das ist ein essentielles Thema für uns und unsere Kunden. Also dieses wirst du auch sozusagen auch nie wieder los, sage ich jetzt einfach mal, dieses Thema. Und genau, deswegen arbeiten wir schon früh an Tools, an Möglichkeiten natürlich, auch unseren Kunden die Transparenz zu bieten, aber auch natürlich mit diesen personenbezogenen Daten umgehen zu können, richtig. Das heißt, auch sie zeitlich zu begrenzen, auch nur dann zu nutzen, wenn sie wirklich benötigt werden, aber auch dem Kunden eben die Informationen liefern, wo laufen denn oder wo werden eure Daten gespeichert, wo laufen die Algorithmen, wo werden die Daten verarbeitet. Also das gehört natürlich auch dazu. Und dann ist es natürlich für die Kunden auch logischerweise einer der Punkte, sie möchten wissen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten und wo die Daten dann, die dann auch in der Cloud laufen, verarbeitet werden. Und genau, da kommt natürlich dann auch die OTC zum Einsatz und zur Ansprache, weil es einfach der deutsche, europäische Hersteller ist, der auf Datenschutz, Datensicherheit sehr, sehr großen Wert legt. Also die Lorbeeren freuen uns natürlich mal ganz besonders. In der aktuellen Zeit kann man halt sagen, naja, eine auch relativ datenschutzsensitive Anwendung, die vielfältig diskutiert wird, ist ja auch gerade bei uns gelandet mit der Corona-Warn-App. Und in der Tat ist Datenschutz für uns ja da auch ein hochrelevantes Thema, was so ein bisschen von der Historie des Konzerns geprägt wurde. Nochmal zu eurer Lösung. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das ein Software as a Service mit ein paar APIs, was ich irgendwo anpömpeln kann? Sind das eher so Architectural Building Blocks, wo ihr dann Kunden individuell etwas baut? Sind das Module, die ihr anderen Softwareentwicklern bereitstellt? Was habt ihr da quasi so im Angebot? Ja, also es ist grundsätzlich genommen ein Software as a Service mit APIs, die ansteuerbar sind. Wir haben aber das Ganze auch modular aufgebaut. Das heißt, du kannst direkt definieren, welches Modul denn für die Analyse zum Einsatz kommen soll. Also auch über Projekte realisieren wir oder entwickeln wir dann individuelle Module und diese individuellen Module können dann natürlich auch über die Plattform angesteuert und genutzt werden. Das hat dann nur vielleicht der Kunde dann auch im Einsatz und ist gar nicht öffentlich zugänglich. Aber wir haben natürlich auch schon vortrainierte, vorentwickelte Modelle, die wir anbieten. Und ja, da kommt dann zum Beispiel die Objekte- und Szenenerkennung, Gesichtserkennung, Texterkennungen und eben Shot Boundary, also zu erkennen, wann sind Umschnitte zum Beispiel oder wo kommen prägnante Teile im Videomaterial vor. Das kann dann genutzt werden, angesprochen werden über die API. Genau, und dann sozusagen in seine eigene Infrastruktur übernommen werden und genutzt werden. Okay, jetzt mal die spannende Frage. Ich habe vor über 10 Jahren auch schon versucht, Fotos nach ähnlichen Motiven, zum Beispiel Menschen zu erkennen, indem ich irgendeine Software versucht habe, Regeln anzutrainieren. Warum gibt es eigentlich so Lösungen wie eure erst mit AI? Also in welcher Form ist AI dafür essentiell? Was hat diesen Quantensprung ausgelöst, den wir gerade erleben? Ja, also Gesichtserkennung ist ein ganz cooles Beispiel, das du nanntest. Das wurde natürlich auch regelbasiert umgesetzt. Aber wenn du jetzt dir überlegst, dass so ein Entwickler Regeln definieren muss,
damit so eine Gesichtserkennung funktioniert. Also zum Beispiel, wie groß ist der Abstand der Augen, Abstand von Nase zum Mund. Also man als Entwickler überlegt sich also Regeln, wie könnte ich jetzt diese Gesichtserkennung abbilden. Und genau, da vergisst du vielleicht einige Parameter, an die du nicht denkst, die aber trotzdem wichtig sind. Also das heißt, unglaublich schwer, diese Regeln zu definieren. Und eben seit 2017 ist halt so ein wirklicher Sprung, gerade mit den tiefen neuronalen Netzen, ja, vorangekommen. Und diese tiefen neuronalen Netze helfen also dabei, diese Regeln selbst herauszufinden, also über das neuronale Netz selbst zu finden, und machen es dann halt unglaublich genau dann auch in dem Sinne. Also regelbasierte haben ungefähr so eine Fehlerquote von 30% gehabt. Durch die tiefen neuronalen Netze und auch durch die Tiefe an Parametern, die dann sozusagen erfasst werden, sind wir jetzt aktuell unter 2%. Und im Vergleich zu dem Menschen in der Fehlerquote mit 5%, würde ich sagen, stehen wir schon ganz gut da. Und da sieht man halt eben auch, also die Fehlerquote so zu reduzieren, macht natürlich Sinn. Und wenn dann eben die tiefen neuronalen Netze dazu in der Lage waren, uns diese Möglichkeiten zu bieten, dann ist natürlich das auch wie soll ich sagen, die Möglichkeit, die ich auch haben möchte. Das ist ja quasi auch immer eine vertrieblich hervorragende Botschaft, wenn man sich in einem Segment bewegt, wo man besagte Human Parity überschritten hat. Ne? Also wenn man es irgendwann besser kann, also alles, was wir in KI sehen, sind ja noch sehr fokussierte Aufgaben. Aber wenn man in dieser Aufgabe halt schon besser ist als der Mensch, dann ist es ja extrem angenehm. Die spannende Frage wäre jetzt, was gibt es denn für Herausforderungen? Also jetzt nehme ich mal ein Beispiel, was wir noch nicht hatten, aber ihr bestimmt auch lösen könnt. Und sag jetzt mal, ich bin ein Bahnbetreiber, also betreibe Züge und möchte zum Beispiel meinen Bahnsteig überwachen nach gefährlichen Bewegungen. Ne? Also fällt gleich irgendwie am Samstagabend ein Besoffener ins Gleisbett oder sowas. Da gibt es ja schon, also man muss das richtige Modul auswählen, die richtigen Kameras. Irgendwann muss man das auch betreiben. Ja, warten, sich über Uptime Gedanken machen. Was sind denn da so in so Projekten bei euch typischerweise die Herausforderungen? Die meisten Herausforderungen sind eigentlich so die Infrastrukturen der Kunden. Das heißt, also wir haben eigentlich eine ganz gute Schnittstelle geschaffen, eine ressourcenorientierte RESTful-Schnittstelle, die gut anzusprechen ist. Wir haben aber auch die Möglichkeiten geschaffen, nicht nur sozusagen die Cloud zu nutzen, sondern auch vielleicht hybride Ansätze mit einer On-Premise-Version im Hintergrund. Das heißt also, da kommt es ja vielleicht auch auf eine schnelle Verarbeitung an. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand ins Gleisbett fällt, dann möchte ich ja sofort die Warnung haben und nicht erst eine Minute später, wenn der Zug vielleicht schon eingefahren ist. Also da kommt es wirklich darauf an, natürlich die einzelnen Use Cases direkt abzustecken, also wirklich zu wissen, was sind für euch die kritischen Momente, die Punkte, um dann zu finden, welche Lösung setze ich dann ein oder welche Module setze ich dann auch dazu ein. Genau, und wie kommen die Daten natürlich ins System rein? Auch ganz wichtig. Also wie können die von dem System gelesen werden und wie viel gleichzeitig, also auch die Skalierbarkeit ist natürlich ein großes Thema. Genau, und da haben wir sozusagen Möglichkeiten geschaffen, in der Breite zu skalieren, aber auch dann auch zum Beispiel einfach nur auf die Netzwerkinfrastruktur zuzugreifen. Das heißt, es muss nicht irgendwo hochgeladen werden, die Streams, sondern können direkt intern verarbeitet werden. Also wir sind ja selber Multi-Cloud-Provider, deswegen ist uns natürlich auch klar, dass Lösungen nicht nur auf der Open Telekom Cloud stattfinden und dass insbesondere, also wir bieten ja seit einer Weile halt auch Edge-Lösungen an, auch als Satellit. Das ist natürlich was wir selber in AI-Lösungen, die wir auch zum Teil selbst ja im Haus entwickeln, auch sehen. Keine Frage. Ja, ich denke, jetzt haben wir sehr viel über die Fähigkeiten von Bilderkennung durch AI gelernt, einiges zum Unternehmen. Ich würde jetzt quasi abschließend noch die Frage stellen, was ist denn der Trigger? Wann sollte ein Kunde zu euch kommen? Was treibt jemand zu euch, wo du sagen würdest, das sind super Cases, damit solltest du an die Tür klopfen?
Ich will sagen, überall da, wo viele Daten vorkommen und natürlich, wo wir Bedürfnisse lösen möchten, die natürlich auch ein bisschen interessanter für uns sind in der Entwicklung. Also die vielleicht jetzt nicht mit regelbasierten Lösungen zu lösen sind, sondern wo halt auch KI-Themen dann wirklich auch zum Einsatz kommen und wo es auch sinnvoll ist, dass die zum Einsatz kommen. Gerne auch Unternehmen, die ja zum Beispiel nicht eben diese Ressourcen haben, einer eigenen Abteilung, KI-Abteilung oder auch nicht Data Scientisten im Hintergrund haben. Das heißt, wirklich ja, einen schnellen Zugang zur KI-Technologie suchen und das Ganze natürlich auch planbar haben möchten. Also da wir Technologie geschaffen haben, die eben in kürzester Zeit neue KI-Modelle realisieren lässt über eine Oberfläche und antrainieren lässt. Also wir reden jetzt hier nicht mehr von Wochen und Monaten, sondern halt wirklich von Minuten oder Stunden, die dann so ein Modell im Training benötigt. Und das macht es dann halt planbar, das Ganze. Das heißt, genau, also überall Kunden die eben ja, die ganze KI-Technologie auch irgendwo planbar haben möchten. Also auch da, so vielleicht als abschließender Satz, seid ihr, denke ich mir, in der Summe der AI-Lösungen relativ weit vorne. Also viele sprechen ja durchweg noch von Realisierungszeiten, die mindestens Monate sind. Bei euch klingt das ein bisschen schneller. Das begrüße ich sehr. Ja, Christian, ich bedanke mich für den Überblick über das Thema, über euer Unternehmen, eure Offerings und bin mir sicher, wir sprechen demnächst wieder miteinander. Ja, hat mich auch sehr gefreut, Ralf. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Am besten natürlich, wenn das jetzt jemand auch sieht, der vielleicht auch einen Bedarf daran hat, natürlich dann immer in der Zusammenarbeit auch mit der Telekom und mit dem Ralf. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao.